Willkommen bei MoneyStats, deinem Haushaltsbuch im Apple App Store zum Verwalten deiner Finanzen. In diesem Grundlagenvideo zeige ich dir, wie du neue Einnahmen und Ausgaben erstellst und wie du dir einen Überblick über deine eigenen Finanzen verschaffst. Los geht's! Fangen wir unten links an. Hier befindet sich die Übersicht. Je nachdem, was du bisher in die App eingegeben hast, werden hier allgemeine Auswertungen und Zusammenfassungen erstellt. Hast du beispielsweise Budgets für deine Gruppen erstellt, so siehst du hier ganz oben den aktuellen Stand, nämlich wie viel Budget du noch in diesem Monat zur Verfügung hast, bei Übriges Budget, und wie viel Einnahmen du noch in diesem Monat erwirtschaften musst, bei Ausstehende Einnahmen. Darunter befindet sich der Kontoverlauf, der anzeigt, wie sich der Kontostand im Laufe der Zeit entwickelt und in den Menüs daneben die Monats-, Wochen- und Tagesbilanz sowie eine Echtzeitbilanz. Bei der Monatsbilanz werden alle Einnahmen und Ausgaben summiert. Du siehst also ganz leicht, ob du in der aktuellen Periode Gewinn oder Verlust gemacht hast. Die Kontostände darunter sind direkt mit den Diagrammen verknüpft und ebenso wie diese abhängig von der gewählten Periode. So kannst du beispielsweise mit den Pfeilsymbolen ganz oben auch deine Kontostände in der Vergangenheit oder in der Zukunft sehen. Alle hier dargestellten Auswertungen passen sich dann diesem ausgewählten Zeitraum an. Wie an diesem Beispiel, wo sich der Kontoverlauf und der Kontostand entsprechend des gewählten Zeitraumes anpassen. So, gehen wir weiter zur Transaktionsansicht. Hier werden schlichtweg alle eingetragenen Transaktionen zusammengefasst. Ganz oben kannst du die Konten und Zeiträume wählen, von denen du die Transaktionen sehen möchtest. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, weitere Filter zu aktivieren. Du kannst zum Beispiel mit Hilfe des Filtersymbols oben links die Sortierung ändern oder weitere Details zu deiner Transaktion einblenden, indem du von der Standardansicht auf die Komplettansicht wechselst. Auf diese Weise werden weitere Details wie der laufende Kontostand oder Kommentare zur jeweiligen Buchung sichtbar. Um eine Transaktion zu bearbeiten, klickst du ganz einfach auf die jeweilige Transaktion. Dabei öffnet sich das folgende Menü. Rechts kannst du die jeweilige Transaktion bearbeiten. Zusätzlich kannst du die Transaktion aber auch kopieren. Siehe zweites Symbol von rechts. Auf ein anderes Konto umbuchen. Siehe drittes Symbol von rechts. Oder löschen. Das Symbol ganz links. Schließt du dieses Menü nun wieder und klickst nun auf das Gruppensymbol der jeweiligen Transaktion, kannst du dieser Transaktion auch ganz leicht eine andere Gruppe zuweisen. Möchtest du eine neue Ausgabe anlegen, so klickst du auf das Plus-Symbol unten in der Mitte. In dem neu erschienenen Menü kannst du nun wählen, ob du eine neue einmalige Einnahme oder Ausgabe erstellen, siehe die oberen Symbole mit dem Plus und Minus, oder eine neue wiederkehrende Buchung erstellen möchtest, wie zum Beispiel die monatliche Miete. Eine Umbuchung, also eine Buchung, welche einen Betrag von einem Konto A abzieht und auf ein anderes Konto B drauf bucht, ist natürlich auch möglich. In diesem Video legen wir aber nur eine neue einmalige Ausgabe an. Dafür klicke ich auf das Minus-Symbol oben links. Hier kannst du nun wählen, zu welcher Kategorie diese neue Ausgabe zugeordnet werden soll. Ich wähle hier beispielsweise die Kategorie Lebensmittel. Links neben dem Betrag kannst du auch auf das Gruppensymbol direkt klicken, um die Kategorisierung zu bearbeiten oder weitere Untergruppierungen zu ergänzen. Als Pflichtfeld ist der Betrag und das Datum anzugeben, an dem diese neue Ausgabe betätigt werden soll. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, noch ein Konto zu wählen, also von welchem Konto der Betrag abgezogen werden soll. Außerdem kannst du weitere optionale Details wie ein Belegfoto oder weitere Notizen ergänzen.
All diese optionalen Informationen findest du unterhalb der Pflichtfelder. Bist du mit den Eingaben fertig, so klickst du nun oben rechts auf das kleine Häkchen. Und das war's. Die neue Ausgabe ist damit gespeichert und nun auch in der Transaktionsansicht zu finden. Wir haben also eine Ausgabe erstellt und diese der Gruppe Lebensmittel zugeordnet. Nun noch ein paar Informationen zu deinen Konten und Gruppen. Um ein neues Konto für deine Einnahmen und Ausgaben zu erstellen, klickst du entweder oben auf Alle Konten und anschließend auf Neues Konto oder du gehst zu den Einstellungen. Dazu klickst du unten rechts auf den Navigationspunkt Mehr und dort auf Einstellungen. Hier kannst du unterhalb der Rubrik Datenbank die Kontoverwaltung öffnen und weitere Konten ergänzen. Analog kannst du auch weitere Gruppen zur Kategorisierung deiner Einnahmen und Ausgaben ergänzen, indem du bei den Einstellungen die Gruppenverwaltung öffnest. So, das waren die Grundlagen. In den nächsten Videos werde ich weitere Themen wie die Budgets oder die Statistiken vertiefen. Viel Spaß beim Einrichten deines Haushaltsbuchs und bis zum nächsten Mal. Falls dir meine App gefällt, würde ich mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und mir eine positive Rezension im Apple App Store hinterlässt. Bei weiteren Fragen, Problemen oder Anregungen kannst du mich natürlich auch jederzeit direkt kontaktieren unter feedback@ttdeveloped.com.